Also jetzt haben wir gerade gesehen, wie es in einem Einzelhandelsgeschäft funktioniert. Das ist inspiriert von Harrods, das ist ein Nutzer von Power PPM, also dem britischen Unternehmen. Jetzt schwenken wir so ein bisschen den Blickwinkel zu einem anderen Unternehmen, zu einer Versicherung. Inspiriert von der KPT natürlich, aber es sind auch nur gefakte Daten, also hat nichts mit der Realität bei der KPT zu tun. Aber vielleicht trotzdem ein passendes Beispiel sozusagen. Jetzt ist es so, das Unternehmen, was wir jetzt anschauen, hat eben neben den reinen Projekten auch Produkte und hat agile Softwareentwicklung und hat auch Mischformen davon. Und das wollen wir jetzt mal im Detail anschauen, wie das aussieht in der Power-Plattform. Ich bin jetzt die Rolle Produktmanager. Also jetzt gucke ich erstmal nur aus dem Blickwinkel Produkte. Ich habe nichts mehr mit Projekten zu tun für den Moment. Aber ich muss ja auch Produkte managen. Und ich habe eine Mobile Insurance App, also quasi meine Handy-App, um meine Versicherung zu managen. Und wenn ich das jetzt anschaue, sehe ich halt, dass es hier zu dem Portfolio Versicherungsprodukte gehört. Bringe ich da mal ab und sehe jetzt auf Portfolio-Level alle Daten, die mich auf Portfolio-Level interessieren. Das heißt also auch hier das, was immer gerne so eine Herausforderung ist, ne? Eine Kostenteilung zwischen verschiedenen Kostenstellen, Kostenleuten, Sponsoren, die das quasi unterstützen, ist hier quasi mit abgebildet. Dann habe ich hier die Roadmap. Das heißt also auf einem entsprechend hohen Niveau Überblick, welche Epics geplant sind, für welches Produkt. Dann habe ich das Portfolio Kanban. Man kann entsprechend entscheiden, ne, was da jetzt quasi als nächstes umgesetzt werden soll. Und natürlich entsprechend auch mein Produkt. Risikomatrix auf dem Level genauso. Ich springe wieder zurück zu meinem Produkt. Und mein Produkt ist jetzt schon geplant mit verschiedenen Epics. Das heißt also, ich klicke jetzt hier mal auf die Registerkarte Epic. Und jetzt sehe ich hier ein Epic, das heißt Personalized Insurance Recommendations, also persönliche Versicherungsvorschläge, ne, dass die App mir da helfen soll. Gucken wir uns das mal genauer an. Und jetzt sehen wir hier wird beschrieben, was dieses Epic eben können soll. Und die Idee ist jetzt die, dass bevor wir sozusagen diese Epics zu unserem Produktteams geben, dass wir das erstmal als Funnel sozusagen bei uns in dem Produktmanagement-Team haben, auf einem höheren Level, auf dem Portfolio-Level. Damit sichergestellt ist, dass nicht an den falschen Aktivitäten zum falschen Zeitpunkt gearbeitet wird sozusagen. Und hier ist auch die Zeitplanung erstmal die quasi vorgegeben wird, weil man ja möchte ja auf das Portfolio-Blickwinkel so ein bisschen wissen, wann das Ganze irgendwie stattfindet. Und die Teams haben dann die Aufgabe, zu den Epics entsprechend dann die Planung zu machen. Das heißt, ich springe jetzt mal ab von hier aus zu Jira. Und jetzt sehe ich hier drin das Epic. Und jetzt bitte ich mein Team, das habe ich jetzt hier schon gemacht, verschiedene Stories zu erstellen. Und ich zeige jetzt nochmal eine Möglichkeit, wie man das auch automatisiert machen kann. Das ist jetzt das Funktion von Atlassian Intelligence, dass er jetzt quasi Child-Issues vorschlägt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Feedback Loop. Das mache ich jetzt zur Story. Und dann kann ich da draufklicken und kann sagen, okay, jetzt hätte ich gerne sozusagen das auch noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Improve Description. Und jetzt schreibt er mir automatisch die User Story. Ich habe also quasi von dem Epic die Beschreibung, was da eigentlich zu tun ist. Und ich habe es jetzt bei einem Kunden gerade die Situation, da hat der zuständige IT-verantwortliche PMO halt auch gesagt, bevor wir irgendwas für euch umsetzen, macht euch mal Gedanken, was ihr eigentlich haben wollt. Und das ist als Fachabteilung immer gar nicht so einfach. Du musst ja erstmal reflektieren, was man eigentlich haben möchte. Und hier kann man sich einfach ein bisschen unterstützen lassen. Also wahrscheinlich ist es schon nicht schlecht, was hier sozusagen als Vorschlag kommt, sondern kann man uns dann entscheiden, was wir dann haben wollen. Also ich breche jetzt mal hier ab, bleib mal bei den Sachen, die ich quasi erstellt habe. Also diese beiden Sachen sind da. Jetzt springe ich mal auf die Story drauf. Und hier habe ich jetzt eine Zeitschätzung oder eine Aufwandschätzung von einer Woche. Und dieses Epic ist auch zeitlich terminiert schon. Ich kann mir das auch in Jira natürlich anschauen. Interessant ist jetzt für mich eigentlich der Punkt, dass ich sage, ich habe von der Seite des Projekts sozusagen, des Produkts, Entschuldigung, sozusagen die Planung gemacht. Ich habe das Epic vorgegeben. Die Leute haben jetzt quasi ihre Stories geplant, haben die auch schon irgendwie terminiert. Jetzt interessiert mich natürlich sozusagen aus Blickwinkel des gesamten Produkts, wie sieht es eigentlich aus? Und dann gehe ich hier auf die Roadmap und dann sehe ich halt, aha, das mit diesen Versicherungsvorschlägen, das habe ich mir eigentlich gewünscht, sozusagen bis Ende des Jahres. Aber unser Team hat irgendwie festgestellt, im letzten PI-Planungszyklus sozusagen, dass wir das erst im Januar machen können. Und deswegen wird jetzt quasi hier das Epic bewusst nicht synchronisiert, sondern bleibt der Stand da, den ich mal geplant habe auf Portfolio-Level, sodass ich die Differenz gut sehen kann. Das heißt also, das ist die
Möglichkeit eben sehr einfach auf einem hohen Level einen Überblick zu bekommen über die Produktwelt. Ohne dass wir deswegen die Sache verkomplizieren. Ne? Das heißt also, in Jira können die Kollegen weiterarbeiten wie bisher, aber wir können von außen steuern, was kommt da rein und wir kriegen einen zentralen Überblick über den Stand der Dinge. Das ist quasi die Produktwelt. Jetzt kommt der kompliziertere Fall und der ist auch sehr häufig, nämlich der hybride Fall. Das heißt also, wir haben irgendwie ein Projekt, was eine Zuarbeit von einem agilen Team bekommt. Bevor wir damit starten, würde ich ganz gerne nochmal überlegen, wie kann so ein Projekt eigentlich entstehen? Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist ja von einer Idee zu starten. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die Idee, dass ich ein Live Planning Assist habe. Das heißt also, wenn irgendwelche Lebensereignisse passieren, möchte ich halt eine Beratung haben, ob Versicherungslücken entstanden sind. Also zum Beispiel, wenn ich heirate und ein Kind kriege oder so, dann brauche ich ja möglicherweise angepasste Versicherung. Jetzt habe ich hier die Idee erfasst, tippe die ja quasi rein und lasse jetzt die Idee eben auch von AI analysieren. Das heißt, auch hier versucht er eben in dem Fall jetzt eine SWOT-Analyse zu machen, nach den Regeln, die ich ihm vorher vorgegeben habe, oder wenn wir es nicht weiter ausdeklinieren, dann weiß natürlich auch die KI, was das SWOT-Analyse ist, schreibt es entsprechend rein und jetzt sehe ich hier entsprechend den Stand. Und damit kann ich jetzt diese Idee schon auch mal kategorisieren lassen. In diesem Fall soll die halt dazu beitragen, dass wir mehr Umsatz machen, in der Hoffnung, Versicherungslücken aufzuspüren und dann halt natürlich neue Versicherungen auch passend zu verkaufen. Außerdem soll es auch helfen, den Markt entsprechend zu erweitern. Das heißt also, es zahlt entsprechend auf das Geschäftsziel ein. Genau, Analyse ist jetzt hier quasi reingeschrieben und jetzt gibt es hier auch zum Beispiel eine intelligente Prüfung. Erstmal gibt es da Abhängigkeiten zu anderen Initiativen, die schon laufen. Oder erfinden wir vielleicht das Rad nochmal neu? Haben wir das vielleicht irgendwo schon erfasst? Das heißt, hier in dem Fall hat er jetzt gefunden, es gibt nichts, was doppelt ist und es gibt eine Abhängigkeit zu den beiden, die da quasi jetzt geschrieben sind. Genau, wenn ich mich dann entscheide, die Idee umzusetzen, dann kann ich hier einfach auf einen kleinen Button klicken, sagt Create Initiative, also dann wird das Projekt erstellt und alle Daten werden quasi übernommen. Das geht quasi mit AI auch entsprechend, das heißt also alles, was mir Sinn macht, wird automatisch transportiert und das, was fehlt, wird eben schlau ergänzt. Das ist eine Möglichkeit, sozusagen ein neues Projekt zu erstellen. Das zweite, was ich gerne mal zeigen würde, ist, dass vielleicht schon ein Projektvorschlag als Dokument existiert. Und da habe ich hier was vorbereitet, ein PDF-Dokument. Hier steht es quasi, ne? Ich vorhin schon mal in der Einführung gezeigt. Und jetzt ziehe ich es einfach drauf. Und jetzt läuft im Hintergrund die Logik los. Guckt jetzt mit sozusagen künstlichen Augen auf das Dokument, versucht zu verstehen, was da beschrieben ist. Kennt ja das Datenmodell von unserer Software, von dem Power PPM und versucht die Felder jetzt zueinander zuzuordnen. Und das dauert so eine Minute oder so in der Art und Weise. Ich kann mal gucken, ob es schon soweit ist. Gehe ich mal hier unter Initiativen. Da. Und das müsste das Fraud Detection 2.0 sein. Das ist noch nicht da. Müssen wir noch einen kleinen Moment mal aktualisieren hier. Da ist es schon, da ist es ja. Hat er erstellt. Und jetzt hat er sozusagen, also das, was in der Idee schon drin war, quasi übernommen und hat so weit wie möglich weitergemacht. Er hat zum Beispiel jetzt eine Timeline automatisch erstellt, wo sozusagen generische Ressourcen oder angefragt werden. Also die Timeline ist jetzt ein bisschen dünn. Dann, er ist noch nicht fertig, muss ein bisschen warten. Also das ist ein Prozess, der nacheinander läuft. Das heißt, erst wird das Projekt angelegt, kopiert, dann überlegt er, was ist die Timeline, dann macht er entsprechend dann, welche Risiken entstehen können und so weiter. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Ich habe das hier schon einmal vorbereitet. Das heißt also für die Initiative Claims Approval System gehen wir jetzt mal drauf. Und hier habe ich das genauso gemacht. Das heißt also, hier ist jetzt eben die Timeline erstellt worden. Hier sind auch der Ressourcenbedarf ist quasi geschätzt worden daraus. Die Abhängigkeiten sind quasi ermittelt worden und so weiter und so fort. Machen wir erstmal hier an der Stelle weiter. Das heißt, die Timeline ist erstellt worden und jetzt ist für mich so, dass ich habe jetzt ein Projekt, wo halt vielleicht eine Marketingabteilung dranhängt, die halt irgendwie ein Event machen wollen für den Launch von der Schadensregulierung. Und dieses Feature soll halt eben auf einer großen Veranstaltung gezeigt werden. Da haben wir also quasi Leute, die mieten Raum oder gehen auf eine Messe und so weiter. Da gibt es irgendwie eine Deadline. Ja? Das ist also eine Sache, die irgendwie schon ein Projekt ist. Das ist nicht so, gucken wir mal, ob es fertig wird oder nicht. Ich habe dann halt zum Beispiel eben eine Abhängigkeit, dass diese App ja auch braucht, um sie zeigen zu können. Und ich habe hier geplant, das Integration Testing, das soll beginnen am 25.10. und soll fertig sein am 6.11., quasi diese beiden. Und jetzt muss ich ja sozusagen zu meinem Produktmanager gehen, der für diese Versicherungs-App zuständig ist, und dem muss ich jetzt sagen, du, ich hätte gerne von dir diese Schadensregulierung als neues Feature, weil das wollen wir gerne unseren Kunden zeigen. Das ist toll, ne? Also gehe ich jetzt zu dem hin und sage halt, ja, was
was habt ihr denn eigentlich momentan so geplant für eure Software? Dann hat er ja hier seine Roadmap von seiner Software und dann hat er jetzt sozusagen mal ausgeplant, okay, also das Claims-Feature, das könnten wir machen. Dann macht er halt hier sozusagen, ich habe das hier mal schon vorbereitet. Das heißt, also ich habe jetzt hier dazu geschrieben, was da genau passieren soll. Die beiden sprechen miteinander, machen es, wie ich es vorhin gezeigt habe, ne, machen dann User Stories dazu und dann irgendwie kommt hier der Summe sozusagen dann 80 Stunden dabei raus. Und jetzt sage ich aber, dieses Feature gehört zu der Initiative Automated Claim Approval System. Das heißt, ich stelle den Zusammenhang her zwischen diesem Epic und dem Projekt. Das ist die Herausforderung, die wir sehr häufig haben. Das haben wir also bei Kunden, haben wir einen Kunden, die machen eine Steuerung, speicherprogrammierbare Steuerung, die haben Software, Hardware, Firmware und die Hardware-Leute, die dann irgendwie ein Produkt rausbringen, die müssen natürlich dann irgendwie die Zuarbeit von der Software-Team haben. Und das ist schwierig, so den Überblick zu behalten. Ne? Oft passiert es dann so, dass dann halt Sachen sich verspäten, man kriegt es nicht mit, man kriegt die Information ein bisschen zu spät oder man jetzt hier, ihr habt es bei KUKA genauso, ne? Also er macht einen großen, tollen Roboter und irgendwie muss der Software auch was geändert werden und man muss irgendwie das zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringen. Ne? Und da ist jetzt die Frage, wie können wir das abbilden? Und wenn ich jetzt hier zurückgehe zu meiner Initiative, springe ich einfach hier ab und gehe auf die Roadmap, dann sehe ich halt, aha, interessant. Das heißt, das Claims-Feature wird fertig, nachdem unser Integrationstest auch fertig ist. Das ist irgendwie nicht so gut. Das heißt, ich muss jetzt sprechen. Aber es wird zumindest sichtbar. Und dadurch, dass agile Teams ja gerne auch mal die Dinge so ein bisschen weiterschieben, ist es entsprechend schwierig, sozusagen oft den Überblick zu behalten, ne? Weil die halt für sich dezentral organisiert irgendwie arbeiten und natürlich versuchen, ihre Produkte so gut wie möglich umzusetzen. Aber ich habe irgendwo auch Versprechungen, die ich gegenüber Kunden habe oder so, dass ich so ein Produkt halt liefere oder in dem Fall jetzt sozusagen einen Marktstart mache, ne, wo ich halt einfach viele Investitionen getätigt habe. Und so kriege ich hier einen zentralen Überblick über diese Terminkonflikte. Genau, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Das heißt also, es könnte es sein, dass ich halt noch die Finanzen planen muss dazu. Hat der Jakob gerade schon gezeigt, ne, da kann man entsprechend dann hier die Kosten, die außerhalb dessen, was jetzt quasi vielleicht Personalaufwand ist, so weiter noch anfallen, entsprechend machen. Wir können nach SAP integrieren, ne, gibt es also einmal die Möglichkeit, hier Kostenarten quasi als Grundlage zu nehmen. Das wäre jetzt sozusagen eher die flache Variante. Oder wir können auch eine PSP-Struktur haben von SAP, die dann hier als Gliederung genommen wird. Ich kann die Risiken erfassen, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Ich kann Stakeholder erfassen. Ich würde jetzt erstmal kurz weitermachen mit den Ressourcen. Und zwar muss ich jetzt ja sozusagen, also ich stelle jetzt fest, dass das zu spät ist. Und jetzt stellt sich mal so ein bisschen die Frage, wie macht man das Ressourcenmanagement am besten? Man kann ja sagen, okay, das agile Team für sich, das arbeitet einfach mit einer festen Kapazität durch und die kriegen was irgendwann fertig oder nicht. Also eine Möglichkeit. Dann habe ich mit Ressourcenplanung bei dem agilen Team gar nichts zu tun. Erfahrungsgemäß ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man quasi Termine haben möchte und sich nicht um Ressourcen kümmert. Und sozusagen, also das agile Team kann natürlich auch die Sprintplanung machen und kann entsprechend daraus ableiten. Aber oft ist es eben so, dass im Prinzip von außen sehr viele Sachen herangetragen werden an agile Teams und die fühlen sich irgendwann noch ein bisschen überladen von den Erwartungen, die von außen kommen. Und eine gute Technik, das zu lösen, ist halt, dass man dem Projektleitern die Möglichkeit gibt, zumindest mal mit dem Team zu sprechen. Was würde dann das bedeuten, was ihr an Aufwand auf uns Team legt? Und dann, dass der Projektleiter dafür mal sagt, okay, das bedeutet so und so viel Ressourcenbedarf und den kann ich quasi hier schätzen. Und jetzt kann man das entweder wissen, wie das hier quasi in Power PPM geht und das wollte ich nochmal ein kleines Beispiel zeigen, wie das aussehen kann mit quasi Copilot. Also ich frage mich jetzt quasi sozusagen, guck mal, ich habe den Text auch vorbereitet, ne? Dann kann ich mal kurz aufmachen hier. Jetzt auch ein bisschen schneller. How can I request resources for my project? Und dann lasse ich ihn hier mal loslaufen. Guck mal, was passiert. So, jetzt hat er hier quasi die Informationen mir geliefert und hat hier die Quellen hintergeschrieben. Also das ist halt quasi jetzt eine Anleitung, wie man Power PPM verwendet. Und er sucht automatisch in einem Dokument, beantwortet mir die Frage konkret, hier ist es schon gelöst und hier ist entsprechend dann auch die Quelle. Das heißt, wenn ich draufklicke, lande ich auf dem zugehörigen Confluence-Artikel. Hier wird jetzt genau beschrieben, wie ich das nutzen kann. Wenn man jetzt die Situation hat, dass der Projektleiter einen fragt, also kennen wir ja, ne, nach dem Motto, okay, das haben wir ja schon mal trainiert, das steht auch im Dokument drin und trotzdem kriege ich wieder die Anfrage und wir haben das PMO gut organisiert, dann können wir das natürlich auch über so einen Service-Desk lösen. Da habe ich hier auch mal einen vorbereitet. Das ist hier der Service-Desk von Atlassian. Und die haben jetzt auch eben eine Funktion eingebaut, dass wir hier Atlassian Intelligenz benutzen können. Und das heißt, ich kann hier quasi die Frage stellen,
Wenn er es schafft, die Frage zu beantworten, kriegt der Endanwender sofort die Lösung. Wenn er sagt, damit bin ich nicht einverstanden, habe mein Problem nicht gelöst, macht er automatisch ein Ticket auf. Möglicherweise kann man das Ticketvolumen auch entsprechend reduzieren. Ich meine, jedes PMO kennt das. Ne? Neue Mitarbeiter werden onboardet, die stellen dieselben Fragen, die man schon 100-mal beantwortet hat. Es liegt in der Natur der Sache. Und keiner hat Lust, in Handbücher nachzugucken, sondern will natürlich entsprechend Käufer haben. Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel für den Software-Developer 400 Stunden das haben wir jetzt hier gerade, das ist der 2024, ich habe es sehr grob geplant. Könnt ihr auch natürlich von der Detaillierung ein bisschen runtergehen. Das heißt also, ich gehe mal auf Monate runter, so. Jetzt habe ich hier 300 Stunden quasi angefragt für den Monat Oktober und 100 Stunden für den November. Ja, noch ein bisschen erhöhen. Jetzt ist ja die Frage eben auch, ich lade von außen Anforderungen an mein agiles Team ran. Und wie wir ja schon gelernt haben, ist es ein bisschen schwierig, manchmal für die Teams, dass irgendwie wer von außen bombardiert, die wollen eigentlich nur im Flow arbeiten, ne? Die will man nicht stören. Also die agile Idee ist, dass man halt das Team einfach seinen Kram machen lässt und die sagt man in regelmäßigen Meetings, okay, was ist jetzt Priorität, und man guckt vom nächsten zum nächsten Thema sozusagen. Das ist, wie man als Mensch gerne arbeitet. Ich arbeite auch gerne im Flow. Ich mag auch keine Matrix-Organisation mit Multitasking-Hölle. Und jetzt habe ich die Situation, dass ich eben hier an der Stelle bin, dass ich trotzdem aber irgendwie als Projektleiter wissen muss, wann wird das denn alles so fertig und passt das irgendwie. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich im Grunde genommen mich schon mal hinsetzen als Projektleiter, also Projektleitungsorganisation, sage ich mal so, also die Summe aller Projektleiter, dass ich halt zumindest mit den Teams abspreche, das ist mein Bedarf. Und wenn ich das hier einfach eingebe, dann habe ich für die Möglichkeit, in dem What-If auf einem hohen Level zu gucken, was generieren dann meine Projektleiter an Demand gegen meine Teams. Und dann gehe ich hier auf den Portfolio Manager und habe hier entsprechend auf dem hohen Level wieder den Überblick über die Daten. Und hier sehe ich entsprechend einmal die Kostensituation, hat der Jakob gerade schon gezeigt, und dann hier, was mich jetzt vor allem interessiert, die Ressourcensituation. Jetzt sehe ich halt hier, ich habe ein bisschen Überlast, 4 Stunden ist nicht der Rede wert, aber es könnte ja auch entsprechend mehr sein. Und die Daten werden eben automatisch aktualisiert und ich kann im Prinzip mit den Live-Daten sofort wieder das Szenario durchplanen, kann gucken, ob es passiert. Und damit kann ich dann in die Diskussion mit den Teams gehen, kann sagen, okay, also wir als Projektleiter, wir generieren so viel Demand für eure Teams, stimmen wir uns mal erstmal ab, dass wir nicht so wahnsinnig viel haben wollen und vielleicht kriegen wir es ein bisschen abgleicht, dass es Ressourcen einigermaßen passt. Das ist eine gute Lösung, um da voranzukommen. Dann gehe ich nochmal zurück zu der Initiative hier. Jetzt habe ich die Stakeholder-Situation. Das heißt also, ich muss jetzt im Prinzip meine Frieda Foster informieren, wie der Status vom Projekt ist. Frieda Foster ist hier hatte ich vorhin schon gezeigt, mein Executive. Da ist beschrieben, dass sie im Key Stakeholder Sponsor ist und ein bisschen was dazu geschrieben. Und jetzt gebe ich einen Statusbericht ab. Jetzt mache ich einen neuen Statusbericht. Der kann eben sich automatisch füllen oder ich mache es bewusst nicht automatisch, sondern will es selber interpretieren, sage ich mal auch für heute. Und schreibe rein, habe ich den Text auch schon mal vorbereitet hier. Wir haben ein bisschen zu wenig Ressourcen. Und dann füge ich das hier entsprechend ein und sage dann halt, also Kosten sind eigentlich okay, Scope ist auch okay, Schedule ist irgendwie at risk, Ressourcen sind auch at risk und die Quality ist okay. Und speichere das Ganze ab. Jetzt weiß das System, was meine Frieda Foster für eine Rolle hat und was sie will. Ich habe einen Statusbericht abgeschickt. Das System kennt den Statusbericht plus natürlich alle damit verbundenen Risiken, Terminplan, Ressourcenanforderungen, den ganzen Klimbim. Hat ja Zugriff auf alle Daten. Und jetzt soll das halt mir als Frieda Foster vernünftig einen Überblick geben. Jetzt können wir verschiedene Szenarien machen. Zum Beispiel Frieda Foster möchte nur einmal im Monat einen Gesamtüberblick über alle Projekte haben. Oder Frieda Foster möchte sofort informiert werden über Änderungen, die sich quasi ergeben. Und hier haben wir jetzt das so organisiert, dass wir gesagt haben, okay, wenn das abgeschickt wird, soll die Frieda sofort eine Nachricht bekommen, also eine E-Mail bekommen, wo eine Zusammenfassung drin steht. Jetzt müsste eine E-Mail ankommen. Ich habe die Benachrichtigung jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht liegt es daran, dass gerade deaktiviert ist. Ich mache mal meinen Outlook auf. Und da ist es schon die Antwort. Da sieht man halt hier Zusammenfassung mit den beiden Sachen, die ich gerade angehakt habe. Und je nachdem, wie wir es quasi konfigurieren, kann jetzt hier mehr oder weniger Text dabei sein. Aber jetzt hat sie gesagt, okay, Frieda Foster ist Executive, die braucht wirklich nur die Key Facts. Möglichst wenig Text, ganz knapp. Wenn es jetzt jemand, der Projektleiter wäre oder so, würde ich jetzt mehr erzählen, ne? Naturweise. Und so kann man das eben schön automatisieren. Das ist jetzt sozusagen ein Teil der Story. Jetzt kommen wir in die Situation natürlich, dass wir sagen, okay, jetzt kommt noch jemand zu mir her, auch vielleicht vom Management, und sagt halt, du, wie viel AI-Initiativen haben wir bei uns gerade oder so? Oder irgendeine andere Frage. Ich glaube, der Andi guckt mir auch gerade so an, ne? Ich habe das auch mal irgendjemand will immer irgendwas wissen, irgendeine Auswertung, irgendein Thema, ne? Und dann gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder ich baue mir selber einen Bericht, eine Variante, oder ich frage mal den Copilot.
Und da habe ich hier was vorbereitet. Da habe ich hier den Executive Copilot. Und jetzt stelle ich mir sozusagen die Frage, was machen wir eigentlich zum Thema AI bei uns? Und dann frage ich einfach mal den Copilot, klicke ich hier auf Copilot. Und dann frage ich hier, what are we doing in terms of AI? Also wir haben jetzt das ganze Demo immer auf Englisch gemacht, es geht aber analog auch auf Deutsch. Und dann sagt er, wir haben 2 Initiativen und da sagt er hier die Quelle und dann klicke ich da drauf. Dann hebt er automatisch im Report den Teil hervor, wo das zu sehen ist. Jetzt möchte ich aber einen Bericht erstellen, das heißt, ich möchte noch ein bisschen mehr sehen, also gehe ich hier auf den Edit-Modus. Normalerweise müsste ich mich jetzt auskennen und müsste meinen lieben Kollegen Sven Bayer fragen, ne, der mir jetzt sagt, wie ich einen Bericht erstelle. Und ich frage jetzt mal Copilot stattdessen. So, please create a report with tables, with all KPIs und so weiter. Und jetzt denkt der Kollege ein bisschen nach und überlegt, was ich wohl sehen möchte. Und jetzt sieht man halt hier, das sind also meine Initiativen, die gerade laufen. Und da hat er jetzt die Spalten ausgewählt, wo er denkt, dass die für mich jetzt relevant sind. Ich finde das jetzt ganz schön, aber wenn ich ehrlich bin, finde ich es noch ein bisschen unübersichtlich, ne, weil hier jetzt der Statuskommentar dabei ist und er braucht sehr viel Platz. Also sage ich mir jetzt vielleicht, okay, ich hätte ganz gerne diese Spalten weg. Please remove the columns. Und jetzt denkt er nach und überlegt mal, was er so will. Und jetzt lässt er die Spalten weg. Und jetzt interessieren mich noch die Kosteninformationen. Also füg nochmal Budget, Forecast und Actual Cost hinzu. Ich kann auch sagen, füg einfach Kosteninformationen hinzu. Haben wir auch schon getestet. Dann hat er weiß, was für Kosten alles gibt quasi und erstellt es automatisch. So, und jetzt haben wir da die Kosten entsprechend mit drin. So ist der Bericht erstellt. Ne? Das heißt also, ein Mensch stellt mir eine Frage und der Copilot sorgt dafür, dass der Bericht automatisch erstellt wird. Da wären wir schon fertig mit unserer kleinen Reise durch die agile Welt und mit ein bisschen Exkursen Richtung AI. Vielen Dank.